Moin Leute. Ja. Hi. Ein kleines Update zu unserem LKW. Wie man sieht, hinter mir befindet sich die fertige Duscharmatur. Und jetzt passt auf. Da kommt sogar Wasser raus. Das war jetzt die Aufgabe der letzten Tage. Ich habe die ganze Wasserversorgung soweit angeschlossen. Das Badezimmer, das werde ich euch auch zeigen gleich. In diesem Video geht es halt um das Update, also wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Und anschließend werde ich so ein paar Sachen zeigen aus dem Camping-Zubehörbereich beziehungsweise von verschiedenen Herstellern, die nach jetzt mittlerweile 10 Monaten Leben im Wohnmobil bzw. im LKW sich nicht so bewährt haben. Und ich denke mal, es macht Sinn, das zu zeigen, um euch von Fehlentscheidungen zu bewahren, beziehungsweise einfach mal vielleicht auch den Hersteller dazu bringen, so ein bisschen andere Strategie einzuschlagen, weil das, was hier für teuer Geld unter dem Bereich oder in dem Bereich Camping einem angeboten wird und im großen Stil verkauft wird, ist einfach meines Erachtens nach unverschämt. Das Ganze kommt im zweiten Teil des Videos. Ja, jetzt fangen wir erstmal mit dem Update an. Also einmal die Dusche, dann, wie man sehen kann, über mir ist eine weiße Decke, also nicht mehr eine Holzdecke, sondern das sind Platten, beschichtete, weiß beschichtete Platten, recht dünn, 3 mm, und die habe ich an den Kanten gefräst und geölt, damit die so ein bisschen so eine Fliesenoptik annehmen. Und ich finde das jetzt selber, oder mir gefällt das selber sehr gut. Finde ich recht angenehm. Man sieht nicht mehr die Stoßnähte der Holzplatten und durch den Versatz hat man so ein bisschen mehr Raumgefühl im Koffer bekommen. Ja, heller ist das auch geworden. Insofern bin ich da erstmal super mit glücklich, dass ich so weit gekommen bin. Gut, ein paar Fugen fehlen noch, also diese Bereiche, die werden noch alle verfugt. So weit bin ich noch nicht, weil, wie gesagt, die letzten Tage habe ich zunehmend mich mit dem Wasser beschäftigt und auch in diesem Segment sind ein paar Dinge vorgefallen, die quasi einfach nur Kacke sind. Und dazu kommen wir beim zweiten Teil des Videos. Jetzt gehen wir Richtung Badezimmer. Ja, willkommen im kleinen, aber doch sehr geräumigen Bad. Ist auch noch in der Bauphase. Wie man sieht, auch hier funktioniert das Wasser oder die Wasserversorgung. Hier haben wir eine kleine Ablage. Hier kommt noch eine Abdeckung mit 230 Volt Steckdose hin, auch in Bambusoptik. Und auch die Sockelleiste hier von den Oberschränken, die fehlt noch mit einer indirekten Beleuchtung. Das sind so Aufgaben für die nächsten Tage. Ja, die Schränke funktionieren soweit, das ist alles gut. Das WC, ich habe mich ja schon mal dazu geäußert, dass ich auf keinen Fall eine Trockentrenntoilette einbauen werde. Habe ich auch nicht gemacht. Das ist jetzt eine Zahaka-Toilette, ist auch angeschlossen, funktioniert auch und mit jedem Schritt in diese Richtung erhöht sich die Lebensqualität hier in dem Truck. Gut, die Türen, die Zagen, die fehlen noch, die muss ich jetzt soweit anfertigen, also die Zagen anfertigen, Weißpulver beschichten lassen und die Türen dann nach Maß bestellen. Die Arbeitsplatte, das ist die gleiche Arbeitsplatte wie in der Küche, also recht dünn, ist auch komplett mit einem Umleimer überzogen. Wir haben ein Unterbau-Waschbecken verbaut, das heißt, hier ist auch einmal komplett Umleimer drum, um das Holz zu schützen. Das Ganze ist hier mit Silikon verfugt. Ergibt eine sehr, sehr
ebene und zum Reinigen angenehme Arbeitsfläche. Also man hat hier keine Kante drum zu, wollte ich so haben. Dann so ein bisschen stylischen Wasserhahn, ein bisschen so Retro-Look mäßig. An dieser Stelle lieben Gruß an Frank, der mich dafür einmal durch den Kakao gezogen hat. Aber diesen Wasserhahn, den mochte ich, auch die Höhe davon. Und ich finde, er passt so als Kontrast zwischen den modernen Sachen hier im Bad drin und auch als Kontrast halt diesen dunklen Wasserhahn. Ist übrigens auch von der Höhe recht angenehm, wenn man zum Beispiel die Zähne putzt. Man braucht sich in dem doch engen Raum nicht so weit nach vorne beugen, sondern durch die Höhe. Ich bin ja nicht der Größte mit 1,75, 1,74. Insofern passt das genau proportionell auf meine oder unsere Bedürfnisse. Ja, wie gesagt, hier ist auch noch eine kleine Baustelle. Werde ich mich die nächsten Tage mit beschäftigen. Wo wir schon dabei sind, kann ich jetzt mal in ganzer Länge einmal die Decke präsentieren. So sieht das aus. Bin ich ja sehr glücklich mit, dass die schon mal fertig ist. Und es geht so nach und nach an mehreren Stellen quasi voran. Gut, Wasser war jetzt ein riesiger Schritt, auch sehr, sehr angenehmer Schritt. Dass man jetzt im LKW duschen kann, Zähne putzen kann mit warmem, kaltem Wasser, alles versorgt, alles angeschlossen. Funktioniert auch super. Apropos funktioniert, ich glaube, so als Update wird das jetzt genügend sein. Jetzt kommen wir einfach zu den Sachen, die meines Erachtens nach in diesen Preissegmenten, die im Campingzubehör aufgerufen werden, nicht vorkommen dürfen. Und dazu meine absolute Jackie, ist gut. Meine absolute Nummer 1, wir kommen zur Firma Outbound. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gebaut, um den LKW kältebrückenfrei oder den Koffer kältebrückenfrei zu bauen. Habe mir da sämtliche Szenarien ausgemalt, habe darauf aufgepasst, dass keine Verschraubung durch die Bodenplatte durchgeht, die den Koffer am Hilfsrahmen festhält, um halt Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ja, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich quasi nicht selber gebaut habe, sondern für, ich sag mal, nicht gerade wenig Geld zugekauft habe. Und dazu müsst ihr mich einmal begleiten. Wir gehen einmal raus. So, beim besten Wetter, bei 100% Akkuleistung, werde ich euch mal zeigen, was ich für ein Problem festgestellt habe in den letzten Tagen bei Temperaturen so etwas unter 0 Grad. Und zwar hier ist alles feucht. Jetzt momentan geht es. In diesem Bereich, genau wo das Schloss eingesetzt ist, kondensiert sich Wasser. Und zwar nicht gerade wenig. Je mehr der Unterschied ist zwischen Innenraumtemperatur und Außenluft, desto mehr Wasserbildung befindet sich genau in diesem Segment. Ich werde mir da was einfallen lassen. Ich werde diesen Bereich nachisolieren, aber ich denke mal, das kann nicht sein, dass eine Stauklappe in diesem Preissegment, ihr könnt bei Outbound selber mal nachgucken, was so eine Klappe kostet. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, aber ich weiß, dass sie nicht gerade günstig waren. Es kann nicht sein, dass solche Probleme mit stehendem Wasser an der Innenfläche der Klappe auftauchen. Das finde ich nicht so optimal. Ja, wo wir schon mal draußen sind, gehen wir mal zum nächsten Problemkind. Und zwar die Firma Lilie. Lilie, Wasserpumpenvertrieb und so weiter. Die bauen ja auch die Ausdrucksbehälter. Und da möchte ich mal zeigen, die Anschlüsse, die dabei mitgeliefert werden. Wir reden jetzt von einer Wasserpumpe, die weit über 200 € gekostet hat. Und diese Anschlüsse, die möchte ich mal vorführen. Und mich würde einfach schlichtweg interessieren, was
im Kopf so eines Herstellers vorgeht, der so ein Produkt auf den Markt wirft mit solchen Anschlüssen. Das leuchtet mir nicht ein oder irgendwie verstehe ich das nicht. Ich möchte einfach nur wissen, was die Entwickler oder beziehungsweise der Hersteller, der solche Produkte vertreibt, sich dabei denkt, solche Plastikanschlüsse für eine Anlage, ich meine die Pumpe, die macht jetzt 5,2 Bar, die ist jetzt durch einen Druckmilderer auf 2,2 Bar reduziert, aber solche Anschlüsse an einem Produkt für, also das ist jetzt der Ausgleichsbehälter und genau solche Anschlüsse waren beiliegend bei der Wasserpumpe. Wie man sieht, hier unten habe ich das schon mal geändert, weil diese Plastiküberwurfmuttern einfach nicht dicht zu bekommen sind, auch bei einem Druck unter 2 Bar. Das heißt, hier wurde ich tätig, weil die Zulaufleitung von den Wassertanks schon mal am Tropfen war, weil diese Schneidringtechnik aus Plastik die einfach nicht abdichtet. Wie man sieht, auf der anderen Seite werde ich auch tätig werden müssen, weil es genauso tropft. Und da kann man nachziehen und tun und machen, was man will. Diese Geschichte kriegt man einfach nicht dicht. Regt mich auf, klar, ich habe da gutes Geld für bezahlt, und dass man jetzt bei so einem Produkt selber nachbessern oder selber nach Ideen suchen muss, wie man diese Anschlüsse retten kann bzw. abdichtet, finde ich unter aller Sau, echt. Regt mich ein bisschen auf und ja, aber ist nun mal so, wie es ist. Was sich wiederum bewährt hat, ist dieses Stecksystem von Uniquick, ich glaube Raimo Uniquick nennt sich das, ist sehr angenehm zu verarbeiten. Hier ist erstmal alles soweit provisorisch angeschlossen, das wird alles noch ein bisschen anders verlegt, gerader verlegt, und auch hier im unteren Bereich zwecks Schutz wird das auch verkleidet. Auch die unteren Leitungen, die werden verkleidet, weil hier, denke ich mal, wird auch ein bisschen kleinen Stauraum entstehen. Hier sieht man den 230 Volt betriebenen Warmwasserboiler. Wie gesagt, von den Leitungen bitte mich jetzt nicht kritisieren, das ist erstmal Provisorium. Ja, das waren die ersten beiden Aufreger. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Und ich habe mal so einen Schluss auch schon, so einen Anschluss auch im LKW schon liegen, um einfach mal zu zeigen, was ich damit meine. Ja, jetzt ist die Pumpe wieder angesprungen, weil genau hier tropft das. Und diese Edelstahlwanne, die hier drunter sitzt, die hat uns schon so oft den Arsch, auf Deutsch gesagt, gerettet, weil jede dieser Leckagen, die kommen irgendwie unverhofft, und man geht ja auch nicht jeden Tag kontrollieren, ob alles dicht ist oder nicht, sondern man reagiert nur, wenn man merkt, die Pumpe läuft von sich aus an. Das heißt, es muss irgendwo ein Druckabfall stattfinden. Und ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal halt diese kleinen Wassertropfen hier in dieser Edelstahlwanne vorgefunden. Wenn die jetzt nicht da gewesen wäre, wäre das Ganze natürlich ins Holz gegangen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal wieder rein und schauen uns noch ein paar Aufreger mehr an. Nächster Aufreger, wieder Firma Outbound. Die kriegen heute alle ihren Fett weg. 10 Monate alte Tür. So eine Tür kostet um die 2000 Euro. Ich glaube 1800. Es kann nicht sein, dass an einem Verschluss innerhalb der kurzen Zeit schon Rostbildung stattfindet. Was? Warum? Warum baut man nicht diese Teile auch aus Edelstahl oder irgendwie aus irgendwas Festem, was nicht rosten kann? Das kann nicht sein. Die Feuchtigkeit, die hier sich ansammelt, ist auch ein Problem der Kältebrücke, und zwar Kältebrücke zwischen diesem Knauf zum Abschließen und dem äußeren Griff. Also dieser Knauf, der ist kontinuierlich nass. Ich weiß, das lässt sich nicht vermeiden, aber wenn man schon eine Kältebrücke in Kauf nimmt, dann sollte man hingehen und diese Teile einfach aus Edelstahl anfertigen lassen, damit genau dieses nicht vorkommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für mich einfach als Pingel oder was störend ist, aber ich finde, sowas darf einfach nicht passieren.
Zum Glück muss ich sagen, ich habe mehrmals schon gelesen, dass es ja halt Probleme gibt mit den Türen. Diese Tür ist dicht, die lässt sich auch super abschließen mit etwas Gegendruck, aber die lässt sich verriegeln in alle 3 Verriegelungen. Da muss ich sagen, hatten wir Glück gehabt. Ja, dann kommen wir jetzt mal rein. Ja, was ich aber Firma Outbound auch hoch als positiv anrechnen muss, ist der Support. Also es ist niemals bei einer Reklamation oder bei irgendwas Negativem irgendwie kein Feedback entgegengekommen, sondern die kommunizieren wirklich, die versuchen auch gemeinsame Lösungen zu finden. Das Problem hatte ich auch bei meiner Fliegentür, die passte auf Anhieb nicht, weil einfach die Zarge hier, die war etwas zu breit. Ich weiß nicht, ob das im Herstellerprozess irgendwie verkehrt gelaufen ist oder beim Versand oder wie auch immer. Ich habe die Tür reklamiert nach mehreren Monaten. Also ich habe die ganzen Produkte ja bekommen. Die waren ja erstmal einfach nur zwischengelagert, um dann, wenn der Koffer dann gebaut worden ist, um sofort eingesetzt zu werden. So, das heißt, die waren, ich glaube, ein halbes Jahr waren die in der Kiste und irgendwann mal so ziemlich zum Schluss habe ich die Fliegentür angebaut und habe gemerkt, die passt nicht. Eine E-Mail an die Firma Outbound, die Tür wurde anstandlos getauscht, trotz der Zeitspanne von mehreren Monaten. Ich habe innerhalb von 2 Wochen habe ich die neue Tür bekommen, die passt auf Anhieb, die sieht gut aus, macht das, was sie soll, funktioniert auch, also die ist absolut dicht, im Sommer schon mal erprobt. Da muss ich sagen, es ist nicht alles Mist, was da aus Holland auf uns zukommt. Thema Fenster, da habe ich auch schon sehr, sehr viele negative Erfahrungen gelesen. Da muss ich sagen, jetzt in 10 Monaten Benutzens, es ist noch kein einziger Fehler bei den Fenstern aufgetreten. Also was ich schon mal mitgekriegt habe, dass die Verschlüsse sich einfach von dem Glas lösen. Also ich weiß nicht, der LKW stand jetzt in der strahlenden Sonne. Der stand jetzt auch bei -5 Grad. Auch bei, ja, also im Sommer wie im Winter. Also es hat sich bis jetzt noch nichts gelöst. Weder die Verschlüsse an sich, noch die Dämpfer. Also die Fenster funktionieren super. Bei der Tür muss ich sagen, die muss ich recht ranziehen, wenn ich die verriegeln will. Aber so ist die abgeschlossen, die ist auch dann wirklich dicht, also winddicht. Und ich habe mit einer Wärmebildkamera mal abends das angeguckt von außen. Also die ist tatsächlich dicht. Ja. Warum ich das Ganze erwähne, ist einfach, ich habe bei Facebook mal ein Bild gepostet, also auf der Seite von Rolling Home, von der Stauklappe mal abends ein Bild aufgenommen von der Wasseransammlung. Das habe ich ja, wie gesagt, blenden wir hier mit ein. Und da kamen halt viele Anfragen, ob ich mehr zu der Qualität, zu der Verarbeitungsqualität der Fenster, Klappen und Türen sagen kann. Das habe ich jetzt getan, ohne Wenn und Aber. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist weder eine Kaufempfehlung noch eine Kauf-Nicht-Empfehlung, sondern das muss jeder für sich entscheiden, aber das sind die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. So, jetzt kommen wir zu dem Anschluss von der Wasserpumpe bzw. von dem Ausgleichsbehälter. Dieser ist jetzt hier nicht schwarz, sondern weiß-gelb, aber ist genauso ein Teil, nur halt in einer anderen Farbe, wie der jetzt verbaut ist. Und ich halte das mal eben so in der Kamera. So, da ist eine konische Verbindung, die quasi aus Plastik gegossen ist. Und diese konische Verbindung soll das ganze Wasser oder beziehungsweise den ganzen Druck abdichten. Also wie gesagt, die Pumpe, die macht über 5 Bar. Und als ich die damals verbaut habe und diese Anschlüsse verwendet habe, habe ich schon gedacht, das sieht merkwürdig aus, ob das wohl hält. Am Anfang war es dicht und wie gesagt, mit der Zeit durch die Vibration von dem Korpus der Pumpe selber werden diese Verbindungen undicht. Ich habe mir jetzt eine Abhilfe geschaffen, indem ich einfach
von dem Gegenstück, also quasi wo das hier drauf geschraubt wird. Ich habe die Fläche einfach gerade geschliffen und da habe ich ja gezeigt, habe ich eine Messing-Überwurfmutter mit einer Gummidichtung dazwischen gemacht und seitdem hält das. Das ist so ein, übrigens kostet auch um die 7 Euro so eine, glaube ich, 6, 7 Euro. Eine meines Erachtens nach Fehlkonstruktion ohne Ende. Der nächste Aufreger waren die Preise, als ich die Heizung verbaut habe. Und zwar gibt es ja, ich habe ja eine Autotherm 2D, also zweimal. Eine ist ja schon angeschlossen, die andere kommt im Heckbereich, die ist noch nicht verbaut. Es ging um die Luftverteilung in dem LKW. Und zwar gibt es einen Luftschlauch mit 60 mm Durchmesser, wird verkauft pro laufenden Meter um die 11 Euro. Ich habe gedacht, wie ist der Preis überhaupt zustande gekommen? Durch die Farbe, durch die schöne gelbe Farbe? Ich weiß es nicht. Zum Glück hatte ich ein Stück von diesem gelben Schlauch und auch einen Ausströmer für die Heizung da liegen. Und ich hatte auch einen 65 mm Schlauch von anderem Hersteller. Der Schlauch, den ich meine, der liegt pro laufenden Meter bei 5 Euro. Ist aber mit anderen Maßen angegeben. Und jetzt, tada, das passt genauso. So, das heißt, man zahlt für das gleiche Produkt, nur in einer anderen Farbe, fast das Doppelte an Preis. Finde ich ein Unding. Und was ich mir nicht erklären kann, warum bei Truma dieser Schlauch mit 65 mm angegeben wird und bei der Firma, die diesen Schlauch vertreibt, wird der Durchmesser mit 60 mm angegeben. Weil es passen sämtliche Verbinder, passen so zusammen, die Schläuche, die kann man 1:1 ineinander stecken, kann man nutzen. Es ist auch eine wesentlich größere Auswahl an den Ausströmern dann vorhanden, wenn man einfach sich von diesen Differenzen im Durchmesser nicht irritieren lässt, sondern man kann dann die Ausströmer von Webasto und von sämtlichen anderen Firmen nehmen. Als ich das durch Zufall entdeckt habe, dass halt diese beiden Systeme voll integrierbar oder voll miteinander kompatibel sind, fand ich schon den Preis für diesen Schlauch ein bisschen als Verarsche, auf Deutsch gesagt. Und ich meine, warum? Ich glaube nicht, dass sie in der Herstellung so viel teurer sind, wegen der Farbe oder wie auch immer. Aber naja. Also Leute, ihr könnt viel Geld sparen, wenn ihr einfach die günstigere Variante nimmt. Wie man sieht, von innen sind die beide beschichtet. Und zwar, ich sehe da keinen Unterschied, auch vom Gewicht ist da kein Unterschied. Also ich glaube, das ist das gleiche Produkt, nur in einer anderen Farbe und doppelt so günstig. Das war zum Thema negative Erfahrungen in den letzten 10 Monaten. Jetzt kommen wir zu ein paar positiven, weil zum Schluss sollte immer was Positives da sein, finde ich. Was super funktioniert, sind die Victron-Geräte. Das ist einfach nur sagenhaft. Das ist einer der Bauteilen, wo ich so gar nicht mehr nachgucken kann oder muss. Es sei denn, man vergisst einfach beim Cerbo automatisches Update abzuschalten und man hat innerhalb von 48 Stunden 2 neue Updates, die halt mit einer Einstellung meiner Batterien nicht ganz kompatibel waren. Da musste ich halt eine andere Software, also die ältere Softwareversion wieder aufspielen, damit war das Thema auch vom Tisch, aber ansonsten funktionieren die Geräte einwandfrei. Wie man vorhin draußen gesehen hat, die Sonne scheint wieder, also die Akkus sind jeden Tag voll, auch bei dieser Sonneneinstrahlung jetzt im Februar. Die Anlage macht so zwischen 500 und 600 Watt. Die Akkus werden so mit 15 bis 18 Ampere geladen und den ganzen Strombedarf tagsüber decken wir durch Solaranlage ab.
auch die Warmwasserversorgung mittlerweile, das ist ja auch eine 230 Volt Geschichte, ist recht angenehm. Wenn die Akkus voll sind, dann drückt man einfach den Knopf, bereitet man das warme Wasser oder nimmt den Boiler in Betrieb. Man hat dann 9 Stunden kontinuierlich warmes Wasser vorhanden, quasi von der Sonnenenergie. Das funktioniert auch astrein. Was auch noch sehr gut funktioniert, meines Erachtens nach, sind unsere Push-Loks. Ich habe schon mehrmals in den anderen Videos oder auch von Kollegen, die Fahrzeuge gebaut haben, das mitgekriegt, dass zunehmend mit verschiedenen Push-Loks da Probleme gab oder gibt, dass die nicht schließen, abbrechen oder wie auch immer. Also hier muss ich ganz klar sagen, diese Pull-Loks, glaube ich, nennen die sich, haben sich bewährt, sind sehr einfach und angenehm im Gebrauch und funktioniert halt. Also da musste ich jetzt noch keinen einzigen austauschen, nachjustieren, und die werden am Tag, also alleine an der Küchenzeile, werden die täglich mehrmals benutzt. Absolute Empfehlung. Ja, was noch gut funktioniert, ist unsere Geschirrspülmaschine. Die möchte ich auf keinen Fall missen. Die Geschirrspülmaschine, die ist am Warmwasserkreislauf angeschlossen, somit braucht die selber nicht zuheizen, sondern entnimmt aus dem Truma-Boiler das warme Wasser und damit wird das Geschirr sauber gemacht. Also die läuft mindestens einmal am Tag und die wollen wir definitiv nicht vermissen. Thema Haushaltskühlschrank, die größten Bedenken, die kann ich nicht erstmal aus der Welt schaffen, weil wir noch nicht so viel mit dem LKW unterwegs waren. Also sprich, der Kühlschrank war noch nicht so vielen Vibrationen ausgesetzt, aber funktioniert auch super, hat einen recht niedrigen Verbrauch, ist leise, ist auch ein bisschen getunt worden mit einem Verschluss, damit die Tür während der Fahrt nicht aufgeht. Ja, das sind alle so Dinge, die sehr angenehm sind, auch sehr angenehm zum Sauberhalten, zum Bedienen. Das ist super. Die Lichtsteuerung von Loxone bzw. die Steuerung der Elektrokomponenten, super, also eine absolute Empfehlung. Wir haben keine einzelnen Schalttafel, das habe ich glaube ich im letzten Video schon mal erwähnt, dass ich das nicht mag. Es ist toi noch zu keinem einzigen Fehler irgendwie aufgekommen in diesem Bereich. Also selbst jetzt in den dunklen Jahreszeiten, das war angenehm, wenn man spazieren war und man geht Richtung LKW, dass man, ich sag mal, von 150, 200 Meter Entfernung schon mal Licht anmachen kann, dass man nicht in einen dunklen LKW reinkommt. Genauso wie die ganzen Sachen, die angezeigt werden, sprich Solar und so weiter. Es wird noch weiter automatisiert, also zum Beispiel möchte ich das auch so schalten, sobald die Akkus voll sind, dass der Warmwasserboiler von der Loxone, von der Steuereinheit direkt dann angemacht wird, um halt die vorhandene Solarenergie sinnvoll zu nutzen und die nicht einfach verpuffen zu lassen. Des Weiteren will ich ja auch noch die Heizung da integrieren. Es ist möglich, habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, aber für die Leute, die vielleicht die vorigen Videos nicht gesehen haben, die Autotherm 2D lässt sich auch durchaus durch die Loxone Steuereinheit steuern. Da gibt es ein Anschlusskabel an, aus und das kann man dann halt integrieren. Ja, wie es dann weitergeht, man sieht es hinter mir, also die Gestelle für die Schränke sind ja da, die waren glaube ich im letzten Video auch schon da. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die zu verkleiden, weil, habe ich ja vorhin erwähnt, Wasserversorgung war wichtiger, Dusche war wichtiger und so weiter. Und jetzt wird das hier zunehmend im Bereich Sitzecke die Baustelle weiter fortgeführt. Und ich denke mal, im nächsten Video kann ich euch dann schon ein bisschen mehr zeigen, was hier passiert ist. Also die Wände werden noch weiß verkleidet und so weiter und so fort. Naja, es sind halt noch nicht alle Staufächer fertig, aber ich arbeite dran und ich denke mal, im nächsten Video sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen mal ein bisschen Denkanstöße gegeben.
was man kauft, wo man kauft. Und Leute, achtet einfach auf die Preise, vergleicht die Produkte miteinander und man kann da durchaus einiges an Geld sparen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.